Holy God, Heiliger Gott, we understand that you are the mighty eternal one, wir verstehen, dass du der mächtige Ewige bist. but we also understand that you are bound by law. Aber wir verstehen auch, dass du ans Gesetz gebunden bist. We thank you that the laws that you bind us to Wir danken dir, dass die Gesetze, an die du uns bindest, you have covenanted to honor and keep yourself. dass auch du diese Gesetze hältst und sie ehrst. You told us Du hast uns gesagt, that whatever is bound upon earth is bound in heaven. dass was immer auf der Erde gebunden ist, ist auch im Himmel And you told gebunden. us Und du hast uns gesagt, that as your will is done in heaven, dass so wie dein Wille im Himmel getan wird, so may it be done here on earth. so möge es auch hier auf Erden getan werden. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen. I want to welcome everybody. Herzlich willkommen an alle. As you know, this Sabbath day is just one presentation from each presenter. Wie ihr wisst, haben wir heute an diesem Sabbat nur eine Präsentation von jedem Sprecher. The study that we're going to be doing today Das Studium, das wir heute machen werden, is a continuation of the material that I presented recently in August. ist eine Fortführung des Materials, das ich kürzlich im August präsentiert habe. You'll recall that the subject material was the 14th Amendment. Ich möchte euch daran erinnern, dass es um den 14. Verfassungszusatz ging. And we discussed at some length Und wir haben ziemlich lange diskutiert, the pivotal role that that amendment has had in not only US history, but world affairs. die große Rolle, die dieser Verfassungszusatz nicht nur in der amerikanischen Because Geschichte, whatever sondern happens in in the der United Welt States, gespielt hat. Whatever happens in the United States Denn was immer in den Vereinigten Staaten passiert, has ripple effects all across the globe. hat entscheidende Effekte, Auswirkungen auf der ganzen Erde. In the week or so that we have had since, 2 weeks since that camp meeting, Seit dem Camp-Meeting sind nun 2 Wochen vergangen. I hope you've had the opportunity to familiarize yourselves with the 14th Amendment. Ich hoffe, ihr hattet die Möglichkeit, euch mit dem 14. Verfassungszusatz vertraut zu machen. It is the one key piece of legislation. Es ist der Schlüsselteil der It's not actually Gesetzgebung, legislation because it's part of the Constitution, of course. also nicht wirklich die Gesetzgebung, weil es ist ja Teil der Verfassung. Because it's not a law, remember. Es ist also kein Gesetz, denkt daran. I'm not saying that this is the only piece of the Constitution that's going to be instrumental in end time history. Ich sage nicht, dass das der einzige Teil der Verfassung, der in der Endzeitgeschichte so entscheidend ist. But it is, I'm suggesting, the central argument, the central issue. Aber ich schlage vor, es ist das zentrale Argument, das zentrale Thema. The reason why I'm saying that's important Und der Grund, warum ich sage, dass das so wichtig ist, is because only a few years ago, ist, weil vor erst wenigen Jahren one of the hot topics in this movement was the Second Amendment. da war eines der heißen Themen in dieser Bewegung der 2. Verfassungszusatz. And whilst that is an important subject,
Und während das ein sehr wichtiges Thema ist, it's not central to the end-time prophetic test. ist es nicht zentral in Bezug auf den Test zum Ende der And Zeit. it's taken us a long time to get to the place Und es hat lange gedauert, bis wir an den Platz gelangten, where we are beginning to understand with clarity wo wir anfingen, mit Klarheit zu verstehen, not only what end-time prophecy is really about, nicht nur, um was es wirklich in der Endzeitprophezeiung geht, but what part of the institutions, what part of the Constitution in the United States will, go ahead, sondern darum, welcher Teil der Verfassung in will den be Vereinigten involved Staaten in the fulfillment of end-time prophecy. mit der Erfüllung der Endzeitprophetie zu tun hat. 14th Amendment, Der 14. Verfassungszusatz, the Central Amendment, der zentrale the Verfassungszusatz, longest amendment, der längste Verfassungszusatz, the one that touches every aspect of all people's lives. derjenige, der alle Aspekte von allen Menschen betrifft. And even though I don't have direct evidence, Und auch wenn ich keine direkten Beweise habe, I would argue the following point. würde ich trotzdem den folgenden Punkt argumentieren. We've discussed this point that I'm making Wir haben diesen Punkt, den ich mache, bereits angesprochen. after the Second World War, Nach dem Zweiten Weltkrieg, when Eleanor Roosevelt als Eleanor Roosevelt had the idea of universal human rights, die Idee von den allgemeinen universellen Menschenrechten hatte, I believe a lot of her thoughts, the nebulous of her thoughts, were taken from the 14th Amendment. ich glaube, viele oder die wichtigsten ihrer Gedanken wurden aus diesem 14. It was an Verfassungszusatz American genommen. that essentially brought together the Declaration of Human Rights. Ein Amerikaner hat im Wesentlichen die Menschenrechte zusammengestellt. So what happens in America happens in the world. Oder eine Amerikanerin. Was also in Amerika passiert, passiert auch in der Welt. After discussing both the Declaration of Human Rights and the 14th Amendment, Nachdem wir sowohl die Menschenrechtserklärungen und auch den 14. that's going back Verfassungszusatz a couple of angesprochen haben, camp meetings now. und das geht zurück zu einigen Camp-Meetings jetzt. Last camp meeting in August Und das letzte Camp-Meeting im August began to focus upon the rights and wrongs of Christian marriage. hat damit begonnen, über das Richtig und Falsch der christlichen Ehe zu sprechen. Specifically, can people of a different sexual orientation marry? Insbesondere die Frage, ob Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung heiraten dürfen. In the studies that I did at the last camp meeting, In den Studien, die ich im letzten Camp-Meeting gemacht habe, we began to discuss from a biblical perspective the rights and wrongs, the limits of marriage. haben wir angefangen, uns aus einer biblischen Perspektive das Richtig und Falsch und die Grenzen der Ehe anzuschauen. So I said marriage, but I think some people have translated it to Christian marriage. But I want to say, when I talk about marriage, we're talking about it in the Christian context. Also wenn ich über die Ehe spreche, dann sprechen wir über die Ehe im christlichen Zusammenhang. So we began our conversation in my last presentation at the last camp meeting. Also wir haben die Konversation in meiner letzten Präsentation am letzten Camp-Meeting begonnen, discussing whether or not homosexual people can or cannot marry. und wir haben darüber gesprochen, ob
homosexuelle Personen heiraten können oder And I eben said that I nicht. was using that term, homosexual, to cover the LGBT community. Und ich habe gesagt, ich benutze den Ausdruck homosexuell, um die ganze LGBTQ-Gemeinschaft abzudecken. I started with the premise, as did Elder Tess, that sexual orientation is fixed. Ich habe das als Voraussetzung genommen, dass die sexuelle Orientierung bereits festgelegt ist. Now, I've addressed the following question before. Ich habe vorher schon die folgende Frage angesprochen. The question about sexuality and gender. Die Frage über die Sexualität und das Geschlecht. And I've addressed this several times in different ways to try to give a rounded picture of the subject. Und ich habe dieses Thema schon mehrere Male auf verschiedene Art und Weisen angesprochen, um ein umfangreiches Now, I know Bild not zu diesem everybody Thema zu watches geben. all of the presentations that I do, Ich weiß nicht, jeder schaut sich alle Präsentationen von mir an. but I think it's fair to say the following statement. Aber ich denke, es ist in Ordnung, das Folgende zu sagen. The vast majority of heterosexual people, Die meisten heterosexuellen Personen, even today in the 21st century, in 2021, heute noch im 21. Jahrhundert, im Jahr 2021, I would venture to say even in this movement, ich würde es wagen zu sagen, dass sogar in dieser Bewegung, when we talk about homosexual people, wenn wir über homosexuelle Menschen sprechen, they don't understand the difference between sexual orientation and gender. dass diese Menschen nicht den Unterschied zwischen der sexuellen Orientierung und dem But Geschlecht they are verstehen. completely different terms. Das sind komplett unterschiedliche Begriffe. One is fixed, Das eine ist festgelegt, and that's sexual orientation, die sexuelle Orientierung, and the other, gender, und das Gender is a social construct. ist ein soziales Konstrukt. So when I have spoken and taught quite a lot on the gendered brain, Ich habe sehr oft über das gegenderte Gehirn gesprochen. this is speaking about the social construct of looking at men and women. Und da geht es um das soziale Konstrukt, wie man Männer und Frauen in der Gesellschaft Because that's betrachtet. still how society sees human beings in this bipolar way, Denn die male, Gesellschaft female. betrachtet die Menschen immer noch auf diese bipolare Art und Weise als Mann oder Frau. So just because I use that terminology, I'm not trying to suggest that it's completely accurate, because it isn't. Also nur weil ich diese Terminologie benutze, sage ich nicht, dass es komplett richtig ist, weil es ist es nicht. So each of us needs to be aware of the following. Jeder von uns muss das Folgende klar verstehen. We need to be informed. Wir müssen informiert sein. The sexual orientation and gender are not the same. Die sexuelle Orientierung und Gender sind nicht das Gleiche. I'm not saying there is not some overlap in certain areas, Ich sage nicht, dass es in gewissen Gebieten da Überlappungen gibt, but we need to work with simple and understandable definitions. aber wir müssen mit einfachen und verständlichen Definitionen arbeiten. Which is the joy and the purity of parable teaching. Und das ist die Freude und die Reinheit der Gleichnislehre. And if you stick to that methodology, Und wenn du an dieser Methode klebst, it helps us to remain clear and focused on the real issues. dann hilft das uns, klar und fokussiert auf die richtigen Themen zu sein. So I want us to be clear that gender and sexual orientation are not the same things. Ich möchte, dass wir deutlich sehen, dass Gender und die sexuelle Orientierung nicht das Gleiche sind. If you're not clear on that,
please speak to your Bible workers or local leadership to get clarification on that. Und wenn du das noch nicht klar verstehst, dann sprich bitte mit den Bibelarbeitern oder mit deiner Leiterschaft, damit dies für dich klar ist. We've only begun to scratch the surface to demonstrate that sexual orientation is fixed. Wir haben erst einmal nur die Oberfläche angekratzt, um zu beweisen, dass die sexuelle Orientierung festgelegt ist. Let's be clear on the consequence of that statement. Lasst uns klar werden über die Auswirkungen von dieser The Aussage. ramifications of a statement like that are far-reaching. Die Auswirkungen von einer Aussage wie dieser sind sehr weitreichend. Years ago, Vor vielen Jahren I was teaching, and I'm not saying I'm the only one, the following truth, the following doctrine. habe ich die folgende Lehre gelehrt und ich sage nicht, dass ich der Einzige war. Sin is a choice. Sünde ist eine Entscheidung. Sinful nature is not a choice. Eine sündige Natur ist keine Entscheidung. You need to go back to 2017 and watch the series on the introduction of the nature of man to see those arguments being developed. Ihr müsst zurückgehen ins Jahr 2017, als das Studium die Natur des Menschen anfing, damit ihr seht, wie diese Argumente entwickelt wurden. Let's summarize. Lass mich zusammenfassen. Gender and sexual orientation are not the same thing. Gender und die sexuelle Orientierung sind nicht das Gleiche. One is fixed and the other is a social construct. Eines ist festgelegt und das andere ist ein soziales Konstrukt. Sin is a choice. Die Sünde ist eine Entscheidung. Sinful nature is not a choice. Die sündige Natur ist keine Entscheidung. And therefore, Und deswegen, because we're all good at maths, weil wir alle gut in Mathe sind, sinful nature does not equal sin. deswegen ist die sündige Natur nicht Sünde. This is Nature of Man 101. Das ist Teil 1.1 von der Natur des Menschen. I'll say it another way. Ich sage es anders. This is the foundation or the crux or the point of Paul's message to humanity. Das ist das Fundament oder die Krux oder der Punkt von der Botschaft von Paulus The an die hope of Menschheit. his message Die Hoffnung von seiner Botschaft was not the death of Christ. war nicht der Tod Christi. It's not even the resurrection of Christ. Es ist nicht einmal die Wiederauferstehung It's von Christ's Christus. humanity. Es ist die Menschheit von Christus. Paul is the one that develops and shows us what Christ's humanity really is. Paulus ist derjenige, der den Gedanken entwickelt und uns zeigt, was Christi Menschlichkeit wirklich ist. Without his writings, Ohne seinen Schriften we would be like a boat without a map or a compass. wären wir wie ein Boot ohne eine We would not be able to understand Landkarte oder ein the Kompass. purpose and the mechanism of salvation. Wir wären nicht in der Lage, die Absichten und den Mechanismus der Errettung, Erlösung zu verstehen. Adventists today still don't understand this. Und der Adventismus heute versteht das immer noch nicht. The prophets were sent and they died, Die Propheten wurden ausgeschickt und sie starben. and Israel still did not listen and repent. Und Israel hat immer noch nicht zugehört und sich bekehrt. Messenger after messenger has been raised up to make this very point. Botschafter nach Botschafter wurde aufgebracht, um genau diesen Punkt What darzulegen. point? Welchen Punkt? Sin is a choice. Dass die Sünde eine Entscheidung, eine Wahl ist. Jesus can come in sinful human nature.
Jesus kann in der sündigen menschlichen Natur kommen. In the King James, it says in the likeness of sinful flesh. In der King James Bibel heißt es, ähnlich oder so wie sündiges Fleisch. And only fools try to mess around with those words. Und nur Törichte versuchen, mit diesen Worten herumzuspielen. And I've met plenty of them in this movement. Und ich habe viele von ihnen in dieser Bewegung getroffen. Only a fool will mess around with the word likeness. Nur ein Törichter spielt herum mit diesem Wort gleich wie. Be clear. Sei klar. When the deutlich. King James says likeness, it means identical, the same thing. Wenn die King James sagt gleich wie, dann bedeutet es identisch, genau das Gleiche. It does not mean similar. Es bedeutet nicht ähnlich. That's why Jesus could come in sinful flesh Deswegen konnte Jesus in sündigem Fleisch kommen and not sin. und nicht sündigen. In fact, it was necessary for him to come in that flesh. Und in Wirklichkeit war es notwendig, dass er in diesem Fleisch In kam. fact, unless he had come before Adam and Eve sinned, he didn't have a choice. Denn wenn er gekommen wäre, bevor Adam und Eva gesündigt hatten, dann hatte er ja keine Wahl. In our opening prayer, In unserem Anfangsgebet, when we spoke to our holy God, wenn wir zu unserem heiligen Gott sprechen, God reminded us hat uns Gott erinnert through that prayer durch dieses Gebet, that God is bound by the same laws that we are bound by. dass Gott an die gleichen Gesetze gebunden ist, an die auch wir gebunden sind. I want to make one point to put in your minds. Ich möchte einen Punkt machen, um ihn in euer Verstand Fix it hineinzubringen. there like a nail in a sure place. Klebt ihn an oder haltet ihn dort fest wie The einen sixth Nagel. commandment. Das 6. Gebot, If you cannot murder, wenn du nicht töten kannst, God, with God's sovereign will, Gott mit seinem souveränen Willen, his reign over the whole universe, er regiert über das ganze God cannot Universum, murder either. dann kann Gott auch nicht töten. If God could murder, Wenn Gott töten könnte, so could you. dann könntest du es auch. As God's will is in heaven, so let it be here on earth. So wie Gottes Wille im Himmel ist, so soll er auch hier auf Erden sein. Don't be fooled into the arguments Falle nicht in diese Argumente when hinein, people say God can do anything because God's the boss. Wo die Leute sagen, Gott kann alles, weil Gott ist der Chef. Not only is that a lie, Nicht nur ist das eine Lüge, it's not based upon any methodology, es basiert auf überhaupt keiner Methode. and worse, it's a weak argument. Und schlimmer noch, es ist ein schwaches Argument. So the point I just made is not germane to this study, but it's important for you to remember. Der Punkt, den ich gerade gemacht habe, entspringt nicht genau diesem Studium, aber es ist ein The wichtiger sixth commandment, Punkt, den ihr euch merken sollt. Das 6. Gebot. if you cannot murder, God cannot murder. Wenn du nicht töten kannst, kann Gott auch nicht töten. So Also, we've spoken about sin, wir haben über die Sünde gesprochen, sinful nature, die sündige Natur, the incarnation. die Menschwerdung. Sin is a choice. Sünde ist eine Entscheidung. Sexual orientation is not a choice. Die sexuelle Orientierung ist keine Entscheidung. Now, if we were going to do a math lesson, Jetzt machen wir eine Mathestunde. this would be set theory, Das ist eine it's a branch of mathematics. Theorie. When you do overlapping circles and you see which bits are common.
Also eine Art der Mathematik, wenn man Kreise hat, die übereinander The lappen. summary of all of that is the following. Man schaut sich an, was das Gemeinsame ist. Die Zusammenfassung von all dem ist das If you folgende. can prove, Wenn du beweisen kannst, you can demonstrate wenn du aufzeigen kannst, that being heterosexual is a choice, dass heterosexuell zu sein eine Entscheidung ist, which you can't, was du ja nicht beweisen kannst. let's be clear, you cannot demonstrate that. Lasst uns klar sein, du kannst das nicht beweisen. It's a force of nature that rises up from your loins. Es ist ein Zwang der Natur, der aus deinen Lenden hervorgeht. I say that figuratively. Und das sage ich jetzt bildlich gesprochen. And if that's the truth, and it is, Und wenn das die Wahrheit ist, und das ist es, then homosexuality is not a choice. dann ist die Homosexualität keine Entscheidung. If you are heterosexual, Wenn du heterosexuell bist, it's not a sin to sleep with a woman if you're a man. dann ist es keine Sünde, mit einer Frau zu schlafen, wenn du ein Mann bist. It's natural. Es ist natürlich. Now, there are some rules and conditions. Es gibt natürlich Regeln und We're Bedingungen. not talking about that. Darüber sprechen wir jetzt nicht. But we know it's not a choice. Aber es ist keine And therefore, Entscheidung. homosexuality is not a choice. Und deswegen ist auch die Homosexualität keine And Entscheidung. therefore, it cannot be sin. Und deswegen kann es nicht Sünde sein. All you need to do is put the dots together, Alles, was du machen musst, ist, die Punkte zusammenzufügen, put together some verses, ein paar Verse zusammenzufügen, practice in front of a mirror, vor einem Spiegel zu üben. and within 1 week, Und innerhalb einer Woche we should have 100 studies in this movement that can prove homosexuality is not sin. sollten wir 100 Studien in dieser Bewegung haben, die beweisen, dass die Homosexualität keine Sünde ist. And then we should be sharing those presentations amongst us. Und dann sollten wir diese Präsentationen unter uns teilen. So this movement can be clear, Damit diese Bewegung klar ist, not only clear, but it can demonstrate and prove nicht nur, dass es klar ist, sondern dass sie beweisen kann to the reasonable mind. an den Verständigen. And reasonable mind equals Levite. Und der Verständige ist der Levit. That homosexuality is not a sin. Homosexuality cannot be a sin by biblical definitions. Dass Homosexualität keine Sünde ist, dass es keine Sünde sein kann, durch biblische Definition. We could end the study there. Dort könnten wir das Studium beenden. We would not need to look at the 3 verses and the 3 verses. Wir müssten die 3 Verse und die 3 Verse uns gar nicht anschauen. 3 in the old, 3 in the new. 3 im Alten und 3 im Neuen. In English, there's a term, you put the cart before the horse. I don't know if that makes sense. Auf Englisch sagt man, den Karren vor das Pferd spannen. That's what people do. Das ist, was die Menschen machen. It's called the art of debate, art of debating. Es nennt sich die Kunst der Debatte. We don't use the word debate. We use what word? Wir benutzen nicht das Wort Debatte, sondern Rhetoric, of course. Rhetorik natürlich. Good. We've already studied rhetoric. Wir haben bereits die Rhetorik studiert. So if you want to win the argument, Wenn du das Argument gewinnen willst, you have to be a skilled orator. dann musst du ein fähiger In the Sprecher Bible, you'd be a paid lawyer. sein. Die Bibel würde sagen, ein Anwalt. That's what we need to know. We need to know how to develop these arguments. Wir müssen wissen, wie wir diese Argumente entwickeln. It's not what you say, Es ist nicht das, was du sagst, it's the way you say it. sondern wie du es sagst. So you do not want to approach this discussion because people will pressure you into to prove the 6 quotes.
Also wir gehen nicht in diese Diskussion, weil die Leute dich dazu drängen, diese 6 Zitate zu They beweisen. want to take you to Sodom and Gomorrah. They always want to take you there. Sie werden immer versuchen, dich nach Sodom und Gomorra zu bringen. And when you throw that out, Und wenn du das hinausgeworfen hast, they go to the jewel in their crown, Romans 1. dann gehen sie zu ihrem Juwel in der Krone, nämlich Römer 1. What you have to remember, this is not a discussion about truth. Aber du musst daran denken, das ist keine Diskussion über die Wahrheit, This is the art of debate. sondern es ist die Kunst des Debattierens. We Ich oder wir have spent many hours thinking about how to develop these arguments. haben viele Stunden damit verbracht, darüber nachzudenken, wie wir diese Argumente entwickeln, How to show the truth of God, wie wir die Wahrheit Gottes aufzeigen and not as others turn it into a lie. und nicht wie andere sie in eine Lüge umwandeln. So me, have chosen not to go to the 6 verses to begin with. Ich habe mich dazu entschieden, also nicht zu diesen 6 Versen zu gehen, um damit To anzufangen. do so, you'll get stuck in the mire, in the mud. Denn wenn man das machen würde, würde man im Sumpf stecken bleiben. In the last camp meeting, we spoke about kissing. Im letzten Camp-Meeting haben wir über Küssen gesprochen. We need to keep it simple. Wir müssen es einfach halten. Sorry, hope the translators all got that. Maybe they didn't. Thank you. Also das Wort Kiss ist jeweils der erste Buchstabe von wir müssen es einfach halten. Going to those 6 verses is pointless. Wenn wir zu diesen 6 Versen gehen, würden wir nicht zum You Ziel won't kommen. Sorry. It's pointless. You won't win anybody over by an explanation of those 6 verses. Du wirst niemanden gewinnen, indem du ihnen diese 6 Verse erklärst. You won't win anybody onto your side by explaining those 6 verses. Du wirst niemanden auf deine Seite gewinnen, wenn du diese 6 Verse erklärst. Virtually every woman who leaves this movement Jede Frau, die diese Bewegung verlässt, doesn't say, oh, I'm going to keep on wearing trousers. sagt nicht, oh, ich werde aber weiter Hosen tragen. Are we okay? Gibt ein technisches Problem. The women who leave this movement, Die Frauen, die diese Bewegung verlassen who stop wearing trousers, und nicht mehr Hosen tragen, they don't say, oh, this movement proved properly Deuteronomy 22, verse 5. sie sagen nicht, oh, diese Bewegung hat aber richtig bewiesen, was 5. Mose 22, Vers 5 They don't care bedeutet, about proof texting. sondern es ist ihnen egal, das Belegtexten. Everybody wants to do just what they want to do. Jeder möchte einfach nur das tun, was er tun will. So don't be deceived Lasst euch also nicht verführen, into thinking, oh, when we get the 6 verses answered, all of our problems go away. indem ihr denkt, oh, wenn wir diese 6 Verse beantwortet bekommen, dann haben wir keine Probleme mehr. Many people in this movement are hard-headed, thick-skinned. Viele in dieser Bewegung Isaiah says their hearts are fat. haben eine dicke Haut oder Jesaja sagt, die Herzen sind fett, So I've tried to make it simple. dickköpfig. Ich versuche es einfach zu machen. Sexual orientation, just like sinful nature, Die sexuelle is not sin. sexuelle Orientierung sowie die sündige Natur ist keine Sünde. Heterosexual nature, like sinful nature, is not sin. Heterosexuelle Natur wie sündige Natur ist keine Sünde, Because you choose none of those things.
weil du dir nichts davon aussuchst. So you can see Du kannst also sehen, really eloquently and simply wirklich sehr einfach und eloquent. homosexuality cannot be sin. Die Homosexualität kann keine Sünde sein. Develop studies on that. It's easy to do. Entwickle Studien darüber. Es ist einfach. That's my recommendation and my challenge to us. Das ist meine Empfehlung und meine Herausforderung an euch. Then we speak about two tenets of Christianity. Dann haben wir über zwei Tendenzen der Christenheit gesprochen. A tenet is a teaching. Es ist eine Lehre. Marriage or staying single. Die Ehe oder Single zu bleiben. Two opposites. Zwei Gegensätze. So I said staying single, and I know in some language it's going to say the same thing, but staying single means being celibate. Also Single zu bleiben bedeutet Zölibat. Compare and contrast. In Kontrast vergleichen und Lifelong marriage, lifelong celibacy. eine lebenslange Ehe oder ein lebenslanges Zölibat. So we began to discuss this subject. Wir haben angefangen, dieses Thema zu besprechen. Let's keep it simple. Lass es uns einfach halten. You have to choose one or the other. Du musst dich für das eine oder das andere entscheiden. And when I mean choose, I mean the following. Und wenn ich sage entscheiden, dann meine ich das Folgende. Choose which one you will change. Entscheide dich, was davon möchtest du verändern? Will you change the definition of celibacy, or will you change, we'll call it the terms of marriage? Willst du die Definition des Zölibats verändern oder willst du die Bedingungen der Ehe Now, I want to verändern? remind us that even though I said a tenet or a teaching, Ich möchte euch daran erinnern, wenn ich sage eine Lehre, marriage is more than that. die Ehe ist mehr als das. Marriage is a law. Die Ehe ist ein Gesetz. Sometimes we call it an institution. Manchmal nenne ich es eine Institution. And I call it a law based upon the word decree. Und ich nenne es ein Gesetz basierend auf das Wort Erlass. Because God decreed marriage. Denn Gott hat die Ehe erlassen. So in our last study, we spoke about celibacy. In unserem letzten Vortrag haben wir über das Zölibat gesprochen. And I took you to Adventist Home, page 121. Und ich habe euch zum Buch Adventist Home, Seite 121 And gebracht. we discussed there, Und wir haben dort besprochen, we're not going to read it for the translator, so it's okay. wir werden das jetzt nicht lesen. We discussed there the following point. Wir haben dort den folgenden Punkt besprochen. I'm just going to read the title. Und ich werde nur den Titel lesen. Jesus did not enforce celibacy. Jesus hat das Zölibat nicht erzwungen. Which means it's a choice. Das bedeutet, dass es eine Entscheidung ist. And if Jesus doesn't force anyone into celibacy, Und wenn Jesus niemanden zwingt ins Zölibat, that means we shouldn't force them either. dann bedeutet das, dass wir auch niemanden dazu zwingen dürfen. And let's not be clever. Und lass uns nicht klug sein. Force comes in many shapes and sizes. Zwang kommt in vielen Formen und Größen. Ask any abused wife Bitte oder frage irgendeine missbrauchte Frau, when their husband will claim, I never ever struck her. wenn der Ehemann vorgibt, ich habe sie aber nie Abuse geschlagen. comes in many shapes and forms. Missbrauch kommt in vielen Formen und Varianten. And emotional pressure, emotional blackmail is one of the worst forms of force. Und emotionaler Druck ist eine der schlimmsten Formen der Gewalt.
I want to read from Adventist Home. I've changed my mind. It's 121, paragraph 2. Ich werde doch lesen, Seite 121, Absatz 2. It's on the Zoom forum. We're going to just apply a really simple compare and contrast. Wir machen hier ein ganz einfaches Vergleichen und Remember, Gegenüberstellen. Erinnert euch, virtually all of inspiration are sexist documents. die ganze Inspiration sind sexistische Dokumente. Jesus did not enforce celibacy on any class of man. Jesus hat keiner Klasse von Menschen das Zölibat aufgezwungen. When Ellen White says man, she meant man. Und wenn Ellen White sagt hier Männer, dann meint sie auch Männer. So the various classes of men, rich, poor, different nationalities. Jesus never forced anybody. Also jede Klasse, reich, arm oder verschiedene Nationalitäten, niemandem hat Jesus das Zölibat aufgezwungen. Then she explains what that means. Dann erklärt sie, was das bedeutet. Why he didn't. Warum hat er das nicht getan? What would have been the ramifications if he had? Was wären die Auswirkungen gewesen, wenn er es getan hätte? Next sentence. Nächster Satz. I'm going to say the first few words of what she says, and I'm going to restate them in my words. Ich lese die ersten Worte, was sie sagt, und dann sage ich es nochmal in meinen eigenen Worten. He came not. Er ist nicht gekommen. My words. Jetzt meine Worte. If he had forced celibacy, Wenn er das Zölibat aufgezwungen hätte, he would have destroyed marriage. dann hätte er die Ehe zerstört. You force celibacy, you destroy marriage. Du zwingst das Zölibat auf, du zerstörst die Ehe. And if you do it in one circumstance, it has ripple effects in other areas. Und wenn du es in einem Umstand machst, dann hat es auch Effekte auf andere Bereiche. You can't play around with the law in one area and don't think it's going to affect it somewhere else. Du kannst nicht mit dem Gesetz in einem Gebiet herumspielen und nicht glauben, dass es irgendwelche Auswirkungen hat auf andere Gebiete. I'm not making these things up. I'm going to call it standard methodology. Ich erfinde diese Dinge nicht, sondern ich nenne es, dass ich Standardmethodik benutze. You force celibacy on a certain class of people, certain class of men here. Wenn du das Zölibat auf eine gewisse Klasse von Menschen aufzwingst, you will destroy marriage somewhere else. Dann zerstörst du die Ehe woanders. You can't compartmentalize them. Man kann das beides nicht miteinander vereinbaren. You can't enforce celibacy on a race like, say, Indian people. Du kannst nicht das Zölibat erzwingen, nur für eine Rasse, zum Beispiel für and think that you're going to Personen. maintain the sanctity of marriage amongst white people. Und dann zu glauben, dass du die Heiligkeit der Ehe aufrechterhalten kannst unter weißen Personen. It can't work that way. So funktioniert das nicht. So I want to labor on this point. Ich möchte diesen Punkt weiter ausarbeiten. If you force celibacy upon anyone, you destroy the doctrine, the law of marriage. Wenn du das Zölibat irgendjemandem aufzwingst, dann zerstörst du die Lehre. And it's not just destroyed for that person or group of people that have celibacy forced on them. Und du zerstörst es nicht nur für diese Gruppe der Personen, denen das You Zölibat destroy the aufgezwungen sanctity of wurde, marriage for everybody. sondern du zerstörst die Heiligkeit der Ehe für alle. In the words of the French. In den Worten der Franzosen. In the words of the French.
in den Worten der Franzosen, all for one and one for all. alle für einen und einer für alle. That makes sense to somebody. Vielleicht macht das für ein paar von euch Sinn. Okay, so Jesus did not want to destroy marriage. When he came to earth, one of his objectives was what? Jesus wollte also die Ehe nicht zerstören, sondern als er auf die Erde kam, was war eines seiner Ziele? To exalt and restore marriage Die Ehe zu erheben und wiederherzustellen. to the original. Zum ursprünglichen. He had a second mission Er hatte eine zweite Mission, to do what? was zu tun? To restore the Sabbath. Den Sabbat wiederherzustellen. So that's why he has so many fights about the Sabbath and so many fights about marriage. Deswegen hatte er so viele Kämpfe über den Sabbat und so viele Kämpfe über die Ehe. Shouldn't surprise us. Das sollte uns nicht überraschen. Last sentence. Jesus loves looking at happy families. Letzter Satz. Jesus liebte es, glückliche Familien anzuschauen. And by the way, it defines what a happy family is. Und er definiert, was eine glückliche Familie ist. What makes a happy family is unselfish love. Eine glückliche Familie ist selbstlose Liebe. Okay, so let me summarize what this this paragraph says, so we're clear. Lass mich zusammenfassen, was dieser Absatz sagt, damit es klar für uns ist. If you tell one person or a group of people, Wenn du einer Person sagst oder auch einer Gruppe von Menschen, you're supposed to stay celibate, you can't marry, du musst im Zölibat leben, du kannst nicht heiraten, and that group says, are you forcing me? und die Gruppe sagt, zwingst du mich dazu? And you say, no, I'm not forcing you, I can't force you. Und du sagst, nein, ich zwinge dich nicht dazu, ich kann dich ja nicht zwingen. But if you do it, something bad will happen. Aber wenn du es trotzdem tust, wird etwas Schlimmes passieren. That is force. Das ist Zwang. Emotional blackmail. Emotionaler Zwang, Druck, Emotional pressure. emotionaler Druck. If you Erpressung. do that, Und wenn and du you're das married, tust, und wenn du das tust und you du bist destroy the verheiratet, sanctity even of your own marriage. It becomes worthless. dann zerstörst du die Heiligkeit sogar deiner eigenen Ehe. Sie wird dann wertlos. It becomes an irreligious union of two bodies. Es wird eine unreligiöse Vereinigung von zwei Körpern. And in the context of our discussion, the irreligious coming together of two heterosexual people. Und im Kontext von unserer Diskussion, wenn zwei heterosexuelle Menschen zusammenkommen, You cannot separate celibacy and marriage. man kann nicht das Zölibat und die Ehe voneinander trennen. To do so destroys both. Wenn man das tut, dann zerstört man beides. So you have to change one or the other. Man muss das eine oder das andere In the ändern 21st century, ins 21. Jahrhundert. not only in Christianity, but that's where our focus is. Nicht nur in der Christenheit, aber das ist unser Fokus. Because it happens everywhere. Denn es geschieht ja überall. We have a standard operating procedure, Wir haben eine standardisierte Prozedur, which is anti-biblical. die antibiblisch ist. We force celibacy upon people. Wir zwingen das Zölibat anderen Menschen aus. And therefore, we are opposed to the sanctity, to the holiness of marriage. Und deswegen sind wir gegen die Heiligkeit der Ehe. And it's sin. Und das ist Sünde. Hopefully not today, Ich hoffe nicht heute, but yesterday, aber gestern you were all sinners. wart ihr alle Sünder. I say all in a generic sense. Und ich sage alle in einem verallgemeinerten Sinne. Because you all believed it was wrong for homosexual people to marry. Denn ihr alle habt geglaubt, es war falsch für homosexuelle Menschen zu heiraten.
You applied pressure, which means you forced them. Du hast also Druck aufgeübt auf sie und hast sie gezwungen. And so who were the sinners? Them or you? Wer waren also die Sünder, sie oder du? Clear. Es ist klar, You were the sinner. du warst der Sünder. I hope you're not now. Ich hoffe jetzt nicht mehr. What I want us to see, Ich möchte, dass ihr seht, what I want people who are going to begin to watch these presentations to see, ich möchte, dass Menschen, die anfangen, diese Präsentationen zu sehen, dass sie erkennen, whatever their persuasion is, wherever they come, whatever argument they come with, was immer ihre Überzeugung ist, mit welchem Argument auch immer sie kommen, whatever side of the argument they stand upon, auf welcher Seite auch immer dieses Argumentes sie stehen, the proof of these issues comes easily. der Beweis von diesen Dingen ist einfach. You don't have to work hard at it. Du musst dafür nicht hart arbeiten. And you'll find this truth everywhere you look. Und du findest diese Wahrheit überall, wo du schaust. Start going into obscure passages, either in the Spirit of Prophecy or the Bible, Auch wenn du in dunkle, verborgene Passagen gehst von der Bibel oder and vom you will Geist der begin to Weissagung, see dann beginnst du zu sehen, that you can prove easily dass du ganz einfach beweisen kannst, with many simple and persuasive arguments mit sehr einfachen und überzeugenden Argumenten, not only that marriage should have its sanctity, nicht nur, dass die Ehe ihre Heiligkeit haben sollte, but it should have its sanctity for everybody, sondern dass sie für jeden ihre Heiligkeit haben sollte. which means that marriage for homosexual people, Das bedeutet, die Ehe für Homosexuelle, LGBTQ people, für LGBTQ-Menschen is not only acceptable, ist nicht nur akzeptierbar, it's not like we have some right to make it acceptable, nicht nur, dass wir das Recht haben zu sagen, wir akzeptieren das, it's God's will for that to happen. sondern es ist Gottes Wille, dass das passiert. Now you remember we spoke about Matthew chapter 19 Erinnert last time, euch, wir haben letztes Mal über Matthäus Kapitel 19 and this gesprochen. chapter is about marriage. Und bei diesem Kapitel geht es um die Ehe. Many issues connected to marriage, Viele Dinge, die mit der Ehe zusammenhängen. but it also deals with celibacy. Aber es geht auch um das Zölibat. Doesn't use the word celibacy, it talks about eunuchs. Es steht hier nicht Zölibat, aber es wird hier über die Eunuchen gesprochen. I did what Elder Tess did. Ich habe gemacht, was älteste Tess gemacht hat. I went back and looked at my own presentation, which I never do. Ich habe auch meine letzte Präsentation angeschaut, was ich normalerweise nicht tue. And one of the things that kept on coming up over and over again in my thinking Und eines, was immer und immer wieder in meinem Denken aufkommt, was how all of these inspired statements und das war, wie all diese inspirierten Aussagen are talking about men. über Männer sprechen. And one of the things I liked, Und eines, das ich mochte, what I mean by that is how it's so easy to see it now, und ich meine damit, es ist jetzt so einfach zu sehen, but it's not clear unless someone points it out to you. aber es ist nicht klar, außer jemand zeigt es dir auf. The disciples and Jesus have a dialogue. Die Jünger und Jesus haben einen Dialog. And in the translation that I offered you in verse 12, it says, some people, Und in Vers 12 in der Übersetzung, die ich euch genannt hatte, heißt es manche Personen, gender neutral, also genderneutral, they're not able to marry.
Manche Leute sind nicht in der Lage zu heiraten. And of course, that is rubbish. Und natürlich ist das Dummheit. Trash. Really bad. Oder Müll. Wirklich Because the Müll. disciples didn't mean that, and Jesus didn't mean that. Weil die Jünger haben das nicht gemeint und Jesus hatte das auch nicht gemeint. Women were not allowed to marry men. Frauen durften nicht Männer heiraten. And what's amazing to me, Und was für mich so wunderbar ist, there are vast swathes of Christians who still believe that. dass sehr viele Christen es immer noch glauben. I'm a woman. Ich bin eine Frau. Am I allowed to ask this man to go on a date? Darf ich diesen Mann fragen, auf ein Date mit mir zu gehen? It still seems novel to people for a woman to propose marriage to a man. Schien es ehrhaft zu sein, wenn eine Frau einen Mann Not to den all of us, Antrag though. stellt. Say hi to my sisters who are brave. Did you translate that? They're not my sisters. I didn't know what to say. The women that I know. Also es betrifft nicht die Frauen. The point I'm making is Ich habe the nicht ganz following. verstanden. Den Punkt, den ich mache, ist der folgende. According to the Bible, Gemäß der Bibel, I would argue according to spirit prophecy, ich würde argumentieren, gemäß dem Geist der Weissagung. only men are allowed to do the marrying. Women can't. Also nur die Männer können heiraten oder den Antrag stellen. Die Frauen können So das all of nicht. these passages are dealing with the rights of men. Also bei all diesen Abschnitten geht es um die Rechte der Männer. And if you don't understand that, you won't understand the point that's being made. Und wenn du das nicht verstehst, dann verstehst du auch nicht den Punkt, der hier gemacht wird. Who can be a eunuch? Wer kann ein Eunuch sein? Men or women? Männer oder Frauen? Or both? Oder beide? Of course, the simple answer is only men can be eunuchs, not women. Die einfache Antwort ist, nur Männer können Eunuchen sein, keine Frauen. For those of you who are watching this presentation Diejenigen von euch, die diese Präsentation schauen and are either not familiar with what we teach, und entweder nicht vertraut damit sind, was wir lehren, or you're not familiar with my rhetorical language, oder nicht vertraut damit sind mit meiner rhetorischen Sprache, just because I state things as fact doesn't mean I believe them. nur weil ich Dinge als Tatsache hinstelle, heißt das nicht, dass ich sie glaube. So I hope anyone who's listening can begin to hopefully gain an appreciation of the teaching style. Ich hoffe, jeder, der zuhört, schätzt diese Art zu lehren, die ich habe, Without getting offended. ohne dass er sich angegriffen So fühlt. there are three types of men. Es gibt also 3 Arten von Some Männern. that are born different, Welche, die sind anders geboren, some who are made different, welche, die wurden anders gemacht and some who voluntarily are different. und welche, die freiwillig anders sind. And the difference is they can't have children. Und der Unterschied ist, sie können keine Kinder haben. And this is not just a vasectomy. Und das ist keine Sektomie. For those men who are worried, if you have a vasectomy, it doesn't turn you into a eunuch. Also das ist keine Beschneidung, glaube Simply ich. stated, Diejenigen, die beschnitten sind, sind kein Eunuch. you become a eunuch, type 1 and type 2. Du wirst ein Eunuch, Typ 1 oder Typ 2. It affects your testosterone levels. Und das beeinflusst dein Now, Testosteron-Level. What we want to deal with is the third type. Mit was wir zu tun haben, ist der And dritte as I said Typ. before,
I'm saying this type is a voluntary eunuch. Ich habe gesagt, diese Art ist ein freiwilliger Eunuch. There's not actually anything physically wrong with them. Da ist nicht irgendwas körperlich falsch mit ihnen. And therefore, this type of eunuch Und deswegen diese Art von Eunuch suffers much more than the other two. Sie leidet viel mehr als die anderen zwei. Do your own research. Mach deine eigene Nachforschung. But the first two types of eunuch that have damaged testicles, die ersten beiden Eunuchen haben beschädigte Hoden. And therefore, und deswegen they have problems with their testosterone level. Haben sie Probleme mit ihrem Testosteronlevel. Es ging nicht um they don't have the same sex drive as, sondern um die I'm going to say, an undamaged man. Also sie haben nicht das gleiche Sexverlangen als ein, ich würde sagen, unbeschädigter Mann. I'm going to call it a normal man. Ich würde sagen, ein normaler Mann. They have testosterone running through their veins. Ein normaler Mann hat Testosteron, das durch seine Venen geht. And if you have that, und wenn du das hast, when you see someone you like, wenn du jemanden siehst, den du magst, stuff happens. Dann passiert etwas. And you can't stop it. Und du kannst es nicht stoppen. There's nothing you can do to stop it. Du kannst nichts dagegen tun, es zu stoppen. So this third type of people, also diese dritte Art von Menschen, who just say, I'm going to keep away from other people and I'm going to remain separate. Die sagen, ich entferne mich von anderen Menschen und ich bleibe getrennt von ihnen. They suffer a lot. Die leiden sehr. It's a difficult way to live. Es ist eine schwierige Art und Weise zu leben. Now, we don't want to have prophets fight against one another. Wir möchten nicht, dass Propheten miteinander streiten. Type 1 and 2 are lifelong. Also die erste Art und die zweite Art von Menschen sind lebenslang. Type 3. Und die dritte. You can be celibate and then say, I've had enough. Ist, dass man im Zölibat leben kann und dann sagen kann, ich hatte genug. That's why Jesus says the following. Und deswegen sagt Jesus das Folgende. He that is able to receive it. Verse 12, the last part. Derjenige, der in der Lage ist, es zu empfangen. Vers 12. Anyone who can accept this teaching should do so. Jeder, der diese Lehre annehmen kann, soll es tun. It's talking about the third group of eunuchs, not the first two. Und es geht hier um die dritte Gruppe der Eunuchen, nicht um die ersten And beiden. that's why I argue it's voluntary. Und deswegen argumentiere ich, dass das freiwillig Now, ist. we're not going to read the verse because we're running out of time, but Paul, wir lesen nicht den Vers, weil wir keine Zeit haben, aber Paulus, he's going to take this very subject. Hat genau dieses Thema benutzt. And what's he going to say? Und was sagt er? You need to be really, really careful. Du musst wirklich, wirklich sehr vorsichtig sein. About this voluntary celibacy stuff. Über dieses freiwillige Zölibat. Unfortunately, Paul is as sexist as the next person and he's going to only talk to men. Leider ist Paulus so sexistisch und wird nur zu Männern sprechen. He says, if you get these burning desires, sagt, wenn du dieses brennende Verlangen hast, and you can't contain yourself, und dich nicht selber beherrschen kannst, don't be silly. Dann sei nicht albern. Stop your celibacy and go and marry. Hör auf mit deinem Zölibat und gehe und heirate. And relieve yourself. Und befreie dich selbst. So, we addressed verse 9 in our previous presentation and I've addressed it again now. Wir haben also Vers 9 in unserer vorigen Präsentation schon angesprochen und ich habe jetzt wieder angesprochen. And the point I want us to see, und der Punkt, den ich möchte, dass ihr seht, the only people who can be type 3
celibates or type 3 eunuchs Die einzigen, die diese dritte Art von Eunuch sein können, are those who do it voluntarily, sind diejenigen, die es freiwillig machen. those who can handle it. Diejenigen, die damit umgehen können. Now, as I say, all of this discussion is about men. Wie ich sage, geht es bei all dieser Diskussion um Männer. But as soon as we take this idea of crushing your testicles out of the story, Aber sobald ich sage, dass wir diese Idee, so if we take the idea of crushing your testicles outside of the story, wenn wir die Vorstellung nehmen, dass man die Hoden raus aus der Geschichte and nimmt, the third definition is a man chooses not to have sex, also dass man die Hoden zerstört. Und die dritte Definition ist, dass Männer sich dafür entscheiden, keinen Sex zu haben. what can we suddenly do? Was können wir dann plötzlich tun? Voila. Hier ist es. We can now compare and contrast. Wir können jetzt vergleichen und gegenüberstellen. Compare and contrast the men with whom? Mit wem können wir die Männer vergleichen und With the women. gegenüberstellen? Mit den Frauen. So now women can choose to be celibate if they wanted to. Also können jetzt auch Frauen sich dafür entscheiden, im Zölibat zu leben, The wenn sie steps das are wollen. easy to take Die Schritte, die wir nehmen, sind sehr einfach, if you tread carefully. wenn du vorsichtig bist. So we've now taken a sexist verse, Wir haben jetzt einen sexistischen Vers genommen, set aside two types of eunuch that cannot change, haben zwei Arten von Eunuchen beiseite gelegt, die sich nicht ändern können, taken the third type of eunuch, which is the voluntary, we'll call it sacrifice, haben die dritte Art von Eunuch genommen, was ein freiwilliges Opfer ist, and now using parabolic technology, made that a non-gendered issue. und jetzt benutzen wir die Gleichnislehre und machen es zu einem geschlechtsübergreifenden Thema. So now we can deal with both men and women. Also können wir jetzt sowohl mit Männern als auch mit So I'm Frauen. hoping you see the steps that have been taken. Ich hoffe, ihr könnt diese Schritte sehen, die wir unternommen haben. It's time to finish. Es ist Zeit, zum Ende zu kommen. And I wanted to spend more time on these passages that we've already discussed before, Und ich wollte mehr Zeit mit diesen Abschnitten verbringen, before die wir bereits discussing besprochen more haben, extensively the scope of marriage, bevor wir dann ausführlicher über die Bandbreite der Ehe sprechen werden. because I wanted to show you something. Denn ich wollte euch etwas zeigen. Not only is there a journey, Nicht nur ist da eine Reise, this is a study that has a start and an end, das ist ein Studium, das hat einen Anfang und ein Ende, but at each stop along that journey, sondern an jedem Haltepunkt entlang dieser Reise you can know you're going in the right direction weißt du, dass du in die richtige Richtung gehst, because there are clear signs weil du klare Zeichen hast. that say you're headed in the right way. Klare Zeichen, die sagen, du bist auf dem richtigen Weg. And what are those signs? Und was sind diese Zeichen? The proofs at each little stage that you know homosexual marriage is correct. Die Beweise an jeder einzelnen Wegmarke, dass du weißt, dass die homosexuelle Ehe richtig ist. It's correct. It's the proofs of heaven. Es ist richtig und es ist vom Himmel And if you wanted bestätigt. to, Und wenn du möchtest, you could take your rest at any point in this study. könntest du an jedem einzelnen Punkt in diesem Studium deine Pause machen And have possession of the truth and go no further. und hast bereits die Wahrheit und musst nicht weitergehen. So that's why I want to labor each point so that we know that this subject, our perspective of this subject is true. Und deswegen möchte ich jeden Punkt ausarbeiten, damit wir wissen, dass unsere Perspektive zu diesem Thema wahr ist. Remember, we can only deal
with voluntary celibacy. Erinnert euch, wir können nur mit dem freiwilligen Zölibat zu tun haben. Everyone has to accept this. Jeder muss dies akzeptieren. And what I want to warn all of us, Und ich möchte alle von uns warnen, we need to be clear and precise about our definitions of accepting. wir müssen klar und präzise sein in unserer Definition, das zu akzeptieren. I'm an abused woman. Wenn ich eine missbrauchte Frau bin And I'm not going to leave my abusive husband und ich werde nicht meinen missbrauchenden Ehemann verlassen and all my girlfriends think I'm mad. und alle meine Freundinnen glauben, ich bin verrückt, Have I accepted this relationship? habe ich dann diese Beziehung akzeptiert? No, Nein, this is not the same kind of acceptance as is being discussed here. das ist nicht die gleiche Art der Akzeptanz, wie wir sie hier diskutiert haben. When I have fear, Wenn ich Angst habe, when I have millennia of social pressure bearing down upon me, wenn ich ohne Ende sozialen Druck auf mir lasten habe and I choose not to divorce my abusive husband, und ich entscheide mich dafür, nicht meinen missbrauchenden there's no Ehemann zu acceptance verlassen, here. da gibt es keine Akzeptanz, This is force. sondern das ist Zwang. And we all need to be clear on that. Und uns allen muss dies klar sein. This is talking about voluntary acceptance. Das ist eine freiwillige Akzeptanz. And there is no abused person that voluntarily accepts being abused. Und da gibt es keine missbrauchte Person, die freiwillig akzeptiert, missbraucht zu werden. Somewhere in their story, Irgendwo in dieser Geschichte you can find the pressure point kannst du den Druckpunkt sehen, where they broke, wo sie gebrochen werden, where the abuser broke that person and crushed them. wo derjenige, der die Person missbraucht, sie bricht und sie We all believe zerstört. that a person's will can be crushed and destroyed. Wir alle glauben, dass der Wille einer Person zerstört werden kann. And without will, there is no choice. Und ohne Wille gibt es auch keine Wahl oder Entscheidung. So we really need to be clear when we discuss these terms. Uns muss das wirklich klar sein, wenn wir über diese Begriffe sprechen. If I'm homosexual and I live in a Christian society Wenn ich homosexuell bin und lebe in einer christlichen Gesellschaft, that says, if you marry, you won't go to heaven, die sagt, dass wenn du heiratest, kommst du nicht in den Himmel. worse, if I kiss a man, I won't go to heaven. Oder schlimmer, wenn ich einen Mann küssen würde, könnte ich nicht in den Himmel kommen. And then they say, Und dann sagen sie, we're not forcing you, do what you want. wir zwingen dich aber nicht, mach was du willst. So I don't know if you know what the word bait or dare means, but they dare me to do this. Sie They bait me. bringen mich dazu, das zu Bait tun. means to persuade me. Also No, it doesn't mean that at all. Sie ködern mich, das zu tun. They try to trick me. Sie versuchen mich auszutricksen. I'm not silly. Ich bin ja nicht dumm. Even if they say you're free to do what you want, Auch wenn sie sagen, dir steht es frei zu tun, was I'm du not willst, free. dann bin ich aber ja nicht I frei. want eternal life. Ich möchte ja das ewige Leben. And all these Christians have told me what the terms and conditions are. Und diese Christen haben mir gerade gesagt, was die So I Bedingungen can't even sind. kiss my boyfriend, Ich kann also nicht einmal meinen Freund küssen let alone marry him. oder geschweige denn ihn heiraten. My free choice has been taken from me. Meine freie Entscheidung wurde mir also genommen. And we need to be really clear about that, Und das muss uns wirklich klar sein, especially when we consider the subject
of abusive marriages, which is a serious issue in this movement. Besonders wenn wir das Thema der missbrauchenden Ehe anschauen, was ein wirklich ernsthaftes Thema in dieser Bewegung ist. How the abusers make the victims think that it's all their own, it's their fault. Wie diejenigen, die missbrauchen, den Opfern glauben machen, dass es ihre Okay, eigene so Schuld ist. I've basically discussed celibacy twice now. Ich habe jetzt das Zölibat schon zweimal angesprochen. And the next time I present, Und beim nächsten Mal, wenn ich präsentiere, Lord willing, wenn der Herr möchte, we'll move on. werden wir weitermachen. We'll move on to the subject of marriage. Wir werden uns das Thema Ehe anschauen. But I'm hoping already, Aber ich hoffe jetzt schon, partway along our journey, auf einem Teil unserer Reise, that we have shown in two ways now dass wir schon auf zwei Art und Weisen the zeigen nature of konnten, man durch die Natur des Menschen and the nature of celibacy, und die Natur des Zölibats, that it has to be right and proper dass es richtig und wahrhaftig sein muss. for homosexual people to marry. Dass es richtig sein muss, wenn homosexuelle Menschen heiraten. This is not some great benevolent act that Elder Tess or myself have taken. Und das ist keine großzügige Tat, die älteste It's Tess not und ich something that we have given this movement or authorized this movement to do. nicht etwas, das wir der Bewegung geben oder wo wir die Bewegung autorisieren, Like yourselves, wie ihr selbst, we have just opened inspiration and discovered the truth. haben wir einfach nur die Inspiration geöffnet und die Wahrheit entdeckt. Ellen White might call it new light, Ellen White würde sagen, but then she'll neues say it's not really new, it's just the old repackaged. aber dann würdest du sagen, das ist ja nicht wirklich neu, es ist einfach nur das Alte wieder neu ausgepackt. For those of you who don't agree with what we teach, Diejenigen von euch, die nicht damit einverstanden sind, was wir lehren, I want to make this clear. für die möchte ich es klar machen. This is not some new novel teaching. Das ist keine neue Lehre. This is doing what every Christian does. Sondern das ist, was jeder Christ macht. Even those who hate what I'm saying now, Auch diejenigen, die hassen, was ich jetzt sagen werde, they do what every Christian, every prophet has ever done. sie machen, was jeder Christ, jeder Prophet jemals getan hat, Contextualize the truth. die Wahrheit im Kontext betrachten. You don't have to be expert, Du musst kein Experte sein, but you have to be intellectually honest. aber du musst intellektuell aufrichtig sein. And if you are, Und wenn du das bist, you will see the truthfulness of the passages that we have discussed. dann wirst du die Wahrhaftigkeit dieser Abschnitte sehen, über die wir gesprochen haben. In the light within which they have been shared. Im Lichte dessen, was geteilt worden Let's pray. ist. Lasst uns beten. Holy God, Himmlischer Gott, we love your law. wir lieben dein Gesetz. We love your decrees. Wir lieben, dass du dich Help us erniedrigst. to have a love for the truth. Deine Gesetze. Hilf uns, die Help us Wahrheit to zu lieben. become teachers. Hilf uns, Lehrer zu werden. You told us in the book of Hebrews, Du hast es uns im Buch der Hebräer gesagt. the time has come Die Zeit ist gekommen, when we should be teachers, wenn wir Lehrer sein sollten. but because of our blindness, our weakness, Aber wegen unserer Blindheit, unserer Schwäche, many of us are in need of being retaught müssen viele von uns es ihnen neu because we are beigebracht still werden, students. weil wir immer noch Schüler sind. Help us to take heed to the things that you are teaching us. Hilf uns, die Dinge, die du uns lehrst, aufzuholen. Time is Ernst running zu nehmen. short. Die Zeit ist knapp. We have a few moments left.
Wir haben nur noch wenige Momente, to get our house in order um unser Haus in Ordnung zu bringen, before the storm breaks upon us. bevor der Sturm über uns hereinbricht. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Thank you.